Mit 15 km/h durch Europa. »43. Reisetag. Mittwoch, 27. Juni 2018. Frankreich. Unterwegs am Eurovelo 6 Radweg. 1350 Kilometer Radweg und 26 Tage im Sattel liegen hinter mir. Heute nehme ich mir eine Auszeit von meinem geliebten Fahrrad. Das Frühstück nehme ich heute auf der Terrasse ein. 1,5 Stunden später. Es wird Zeit, mein Versprechen gegenüber Alexander, dem Manager dieses Campingplatzes, einzulösen. Wir haben vereinbart, dass ich Luftaufnahmen mache und als Gegenleistung eine freiwillige Spende an den Therapiehof in Leobersdorf fließt. Am Weg zur Rezeption entdecke ich das Zelt und die Fahrräder der beiden Radreisenden aus Frankreich, die ich vor einigen Tagen getroffen habe. Nach einem Crashkurs über Drohnensteuerung überreiche ich Alexander den Controller und gehe in Deckung. Als hätte er nie etwas anderes gemacht, hieft er das Fluggerät in schwindelerregende Höhen und beschleunigt es, dass mir der Angstschweiß wie ein Wasserfall von der Stirn fällt. Später sollen diese Aufnahmen auf der Titelseite der Homepage des Unternehmens fröhliche Stimmungsbilder präsentieren. Un amor viví llorando. Nach den Aufnahmen, am Weg zum Zelt, treffe ich doch tatsächlich ein nettes Pärchen aus Österreich. Darüber freue ich mich sehr, denn einerseits sind es großartige, sympathische Gesprächspartner und andererseits beteiligen sie sich mit einer Spende an der Entwicklung des Therapiehofes. Und wenn ich so nachdenke, dann gab es während der letzten Woche in Frankreich nur 2 weitere Begegnungen mit Österreicherinnen und Österreichern. 11 Uhr. In der kompletten Reisegarnitur und mit voll bepacktem Fahrrad samt Anhänger warte ich auf die Fotografin. 2 Stunden später. Tja, der Fototermin hat nicht stattgefunden. In bequemen Sommerklamotten, in einer Tasche die verschmutzte Wäsche tragend, mache ich mich auf die Suche nach einem Waschsalon. Geh Gerhard, plage dich nicht so ab und nimm die Straßenbahn. Ich höre nicht auf den inneren Schweinehund und setze den Spaziergang fort. Mit Hilfe von Google Maps und einigen Passanten finde ich eine Jugendherberge, in der es Waschautomaten gibt. Beim Eingang erklärt mir ein netter Mann in gut verständlicher englischer Sprache, dass ein Waschvorgang 30 Minuten dauert und 3,50 € kostet. Das Waschmittel ist im Preis inbegriffen. Gleichzeitig verkauft er mir die Münzen, mit denen der Automat in Betrieb genommen wird. Beim Kaffeeautomat machen sich erneut die Sprachbarrieren bemerkbar. Einzig der Cappuccino kommt mir bekannt vor. Ein Viertel-Liter Becher kostet 50 Cent. Somit ist die Entscheidung gefallen. 15 Uhr. Hoppala! In der Nähe der Jugendherberge, wo ich den Waschautomaten bedient habe, gibt es einen Waschsalon. Ich liebe meine Schicksalsgöttin. Zunächst lässt sie mich mit viel Aufwand suchen, nur um dann, wenige Meter voneinander entfernt, gleich 2 anzubieten. Oh, was für ein Glück, dass meine Ehefrau Elisabeth nicht hier ist. Weißt du, Gerhard, im Jahr 2018 leben in Mühlhausen ungefähr 104.000 Menschen, und im Jahr 803 wurde Mühlhausen erstmals urkundlich erwähnt. Die Industriestadt heißt in der deutschen Sprache Mühlhausen und liegt im Dreiländereck, Frankreich, Deutschland, Schweiz.
Hier ist Französisch die Amtssprache und Deutsch die Regionalsprache. Neugierig schlendere ich durch die Stadt und bin erstaunt, wie viele Menschen sich hier tummeln. Bei einem Bankomat hebe ich Bargeld ab und später kaufe ich mir ein Ticket für die Straßenbahn. Die einladenden Bistros, die gemütlichen Terrassen der Cafés und die Eisdielen in der Fußgängerzone begeistern mich. Mit 2 Taschen, in einer sind die Lebensmittel und in der anderen die frisch gewaschenen Kleidungsstücke, fahre ich mit der Straßenbahn zum Campingplatz. Beim Abendessen wird mir bewusst, dass ich morgen am späten Nachmittag schon in der Schweiz sein könnte. Möchtest du die Erlebnisse in der nächsten Etappe nicht versäumen, dann abonniere diesen YouTube-Kanal und aktiviere die automatische Benachrichtigung. Das Abonnement ist kostenlos und kann jederzeit storniert werden.